Hallo, ich bin die Viviane und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel Joyful and Mindful. Ich habe diesen Kanal erstellt, weil ich gerne meinen Erfahrungsschatz mit dir teilen möchte, den ich mir in den letzten 8 Jahren angeeignet habe. Ich habe mich vor ungefähr 8 Jahren sozusagen notgedrungen auf den Weg gemacht, um mich verstärkt meiner authentischen Persönlichkeitsentfaltung und meiner Selbstheilung von psychischen Blockaden, von Ängsten, Depressionen, traumatischen Erlebnissen zu widmen. Und aktuell hat mich dieser Weg auch dahin gebracht, dass ich mich nun mit der Krankheit ME/CFS beschäftige, also chronisches Fatigue-Syndrom, die mir diagnostiziert wurde und wo ich nun auch verschiedene Techniken und Methoden ausprobiere, wie ich aus dieser Misere wieder rauskomme. Das heißt, wenn du dich auch damit beschäftigst, entweder mit dieser Diagnose gerade zurechtzukommen oder aber du verschiedene psychische Themen hast oder generell einfach mehr Selbstliebe, mehr authentische Entfaltung, mehr Resilienz im Leben, vielleicht auch mehr Authentizität in deiner Weiblichkeit, in deinem Urweiblichen suchst, dann sind das alles Themen, mit denen ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe und wo ich dir vielleicht wertvolle Tipps, Methoden, Praktiken auf den Weg geben kann. Ich sehe mich dabei selber aktuell noch weniger als Coach. Vielleicht kommt das noch, aber momentan sehe ich mich auch noch mehr auf der Reise. Also ich bin einfach jemand wie ihr, der neugierig ist, der verschiedene Baustellen hat und der gerne rumexperimentiert. Und da ich aber eben doch schon einen gewissen Weg zurückgelegt habe und auch schon viele Fortschritte gemacht habe, in vielem auch schon eben so weit bin, dass ich Tutorials geben kann, Anleitungen geben kann, wie etwas geht. An anderen Dingen bin ich vielleicht noch nicht so weit, aber kann trotzdem schon einfach meine Erfahrungen weitergeben, wie ich bestimmte Methoden gerade anwende oder auch mit welchen Coaches ich zusammenarbeite, welche Bücher ich gelesen habe und so weiter. Und das sind alles Dinge, die ich gerne mit euch teilen möchte, weil ich mir sicher bin, dass ich nicht die Einzige auf der Welt bin, die mit solchen Themen kämpft und kämpft ist vielleicht das falsche Wort, sich mit diesen Themen beschäftigt. Deswegen, genau, denke ich, es wäre schade, das alles für mich zu behalten. Vielleicht auch gerade noch zu meinem Versprecher hinsichtlich Kämpfen. Das ist nämlich ganz interessant, weil eine ganz wichtige Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist, dass Heilung, dass Selbstheilung sehr leicht sein kann. Nicht unbedingt leicht im Sinne von einfach. Es braucht schon eine gewisse, es braucht Disziplin dazu, es braucht aber vor allem auch einfach das Wissen dazu, dass man weiß, woher kommt was und so. Es ist nicht unbedingt einfach. Aber es darf leicht sein im Sinne von spielerisch. Du darfst Freude dabei haben. Du darfst dich über jeden kleinen Schritt, den du machst, freuen, wenn irgendetwas mehr geht, was du vorher nicht konntest. Irgendetwas, wo du vorher blockiert warst, das zu leben und jetzt plötzlich Freude empfinden kannst in einer Situation, die dir vielleicht vorher Angst gemacht hat. Das sind so viele schöne kleine Steps und da darfst du mit Leichtigkeit und Spaß rangehen. Muss auch nicht verbissen sein, das muss kein, ich muss jetzt hart an mir arbeiten sein, sondern das darf mit Freude verbunden sein. Die Methoden, mit denen ich arbeite, sind zum Beispiel Lach-Yoga. Lach-Yoga bin ich inzwischen auch ausgebildete Trainerin und habe da ganz große Fortschritte hinsichtlich mehr Leichtigkeit und mehr Lebensfreude im Leben erreicht und möchte das gerne mit dir teilen, verschiedene Übungen, verschiedene Arten von Lach-Yoga. Außerdem habe ich sehr wertvolle Methoden gelernt, um Gefühle im Körper wahrzunehmen, zu spüren und zu integrieren vor allem. Und somit also schwierigste Gefühle, auch traumatische Erlebnisse besser verarbeiten zu können und zu heilen. Da möchte ich dir gerne ein paar Tipps geben, was es in der Richtung so alles gibt. Und dann habe ich sehr, sehr viel
gemacht Richtung Resilienz, steigern, Geborgenheit erlangen im Körper, verschiedene kleine Meditationen, die man da machen kann. Und dann insgesamt Richtung Meditation, Bewegungsmeditation, Achtsamkeitstraining. Da habe ich ganz viel ausprobiert. Und aktuell ist das, was ich am meisten mache, Brain Retraining im Zusammenhang mit Neuroplastizität, also dass man seinem Hirn beibringen kann, neue Synapsen zu bilden und so letztlich auch aus gelernten Mustern der Nervenbahnen wieder herauskommen kann. Und das spielt eine ganz große Rolle beim Thema chronischem Fatigue-Syndrom, wenn man sie als Krankheit mit einem hypersensitiven Nervensystem betrachtet. Also wenn ein Nervensystem ständig so auf Achse ist, dann kann da Brain Retraining wahnsinnig viel bringen. Und damit habe ich in den letzten 2 Monaten enorme Fortschritte gemacht, von dass ich kaum die Treppen hochkam, wenig am Tag laufen konnte, manchmal auch tagelang komplett im Bett lag, mit Beschwerden wie Lichtsensitivität, dass ich nur noch eine Sonnenbrille tragen konnte, Geräuschempfindlichkeit, starke Kopfschmerzen, Schmerzen am Körper, unterschiedlichste Symptome. Das ist alles deutlich besser geworden. Ich habe es immer noch, also es ist nicht, es ist nicht weg. Ja? Ich habe es jetzt gerade nicht. Jetzt sitze ich hier und bin quasi symptomfrei. Und solche Tage gibt es immer öfter und es gibt auch Tage, an denen ich immer mehr machen kann. Da ist es immer ganz wichtig, dass man sehr vorsichtig ist bei der Krankheit. Und ja, und das sind auf jeden Fall alles Dinge, die ich dir zeigen möchte, wie ich da gerade so vorgehe. Also wenn du dich angesprochen fühlst, dass du mehr Lebensfreude, mehr Resilienz, mehr Gesundheit, mehr authentische Entfaltung suchst und dabei gerne selbst rumexperimentierst, dann abonniere gerne meinen Kanal, damit du kein Video verpasst, das ich erstelle zu allen möglichen Methoden und Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Danke und viel Spaß dabei.